Der Zauber einer Feder. Eine Lebensreise durch Dunkelheit und Licht. In einer verschlafenen Kleinstadt, wo die Zeit auf den Spitzen der Kirchturmuhr zu verweilen schien, wuchs ein kleines Mädchen heran. Schon im zarten Alter von 6 Jahren offenbarte sich ihre Liebe zum Schreiben, als sie eine Geschichte über einen Hasen namens Hoppel schrieb, der von einer fiktiven Krankheit heimgesucht wurde. Ihre Mutter lauschte mit leuchtenden Augen, lobte ihre kreativen Künste und ermutigte das Mädchen weiterhin in die Tiefen ihrer Fantasie einzutauchen. Doch in der Welt der Schulgänge war das Mädchen eine leise Schattenfigur, stets von einem Hauch von Schüchternheit umgeben. In ihrer eigenen kleinen Welt der Fantasie schrieb sie unermüdlich in ein verwittertes Notizbuch. Als sie 15 Jahre alt war, durchzog eine traurige Melodie ihre Welt. Der Verlust ihrer geliebten Großmutter und die Bitterkeit eines gespannten Verhältnisses zu ihrem Vater. Das Unheil nahm seinen Lauf, als eine grausame Krankheit das Gehirn ihrer Mutter befiel und sie schließlich der Welt entriss. Der Verlust der Mutter markierte einen tiefen, schmerzhaften Einschnitt in ihrem jungen Leben. Das Drehbuch des Lebens schlug weiter und in den Seiten einer lokalen Zeitung stolperte sie über eine Anzeige, die wie ein Pfeil aus dem Blauen kam. Ein Jobangebot als Englischlehrerin in Portugal. Eine Tür zu neuen Möglichkeiten öffnete sich und mit einer Spur von Abenteuerlust im Herzen wagte sie den Schritt nach Portugal, um einer neuen Berufung nachzugehen. In den schmalen Gassen Portugals, wo das Rauschen des Atlantiks den Hintergrund bildete, begegnete sie einem TV-Journalisten in einer urigen Bar. Zwischen den Zeilen ihrer Gespräche entdeckten sie eine gemeinsame Leidenschaft für die Werke der englischen Schriftstellerin Jane Austen. Eine zarte Freundschaft entsprang dieser Verbindung und entwickelte sich rasch zu mehr. Ein Jahr später läuteten Hochzeitsglocken und bald darauf wurden sie Eltern einer zauberhaften Tochter. Doch die Symphonie ihres Lebens nahm erneut düstere Töne an. Gefangen in den Wirren häuslicher Gewalt, wurde sie eines Tages von ihrem Ehemann aus dem vertrauten Heim verstoßen. Mit ihrem neugeborenen Kind verließ sie das Land, stand ohne Job da und musste sich mit staatlicher Unterstützung über Wasser halten. Diese Zeit wurde zu einem existenziellen Labyrinth, in dem sie um das tägliche Brot rang und ihr eigenes Wohlbefinden hintanstellte, damit ihre Tochter genug zu essen hatte. Inmitten dieses Sturms von Schicksalsschlägen betrachtete sie sich selbst als eine Tragödie. Eine tiefe Depression umhüllte sie und in einem Moment der Verzweiflung versuchte sie sogar, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Doch die kleinen Augen ihrer Tochter blickten sie an. Ein Funke des Lebens und eine Quelle der Inspiration. Die Feder wurde ihre Zuflucht. An einem abgewetzten Schreibtisch vergaß sie die Welt, während sie in Cafés saß, mit einer einzigen Tasse Kaffee, gerade genug, um nicht des Platzes verwiesen zu werden. Inmitten von Buchstaben und Träumen entstand der Anfang eines Romans. Die Herausforderungen hielten an, als 12 Verlage ihre Geschichte ablehnten. Doch das Universum der Möglichkeiten hielt noch einen Trumpf bereit. Der Herausgeber von Bloomsbury Publishing setzte sich mit ihrer Geschichte auseinander. Und diesmal war ihre Tochter an ihrer Seite, die die Anfangskapitel liebte. Die Veröffentlichung ihres Buches markierte den Beginn eines neuen Kapitels. Doch der Herausgeber riet ihr, einen festen Job zu suchen, da Fantasy-Geschichten für Kinder angeblich keine Früchte tragen würden. Im Juni 1997 wurde ihr Erstlingswerk Harry Potter und der Stein der Weisen veröffentlicht. Die Leser tauchten in ihre Worte ein und die Nachfrage nach ihren Büchern stieg dramatisch an. 5 Monate später gewann ihr Buch den Nestle Smarties Book Prize. J.K. Rowling wandelte sich von einer alleinerziehenden Mutter in Depressionen, die von staatlicher Unterstützung lebte, zu einer der meistverkauften Autorinnen der Geschichte. Ihr Debüt Harry Potter und der Stein der Weisen ist nicht nur ein Buch. Es ist ein Kunstwerk, das sich weltweit mehr als 450 Millionen Mal verkauft hat. Die Verfilmungen ihrer Werke haben in den Kinos beeindruckende 7,7 Milliarden Dollar eingespielt. 2004 erklärte Forbes J.K. Rowling zur ersten Milliardärin durch das Schreiben von Büchern. Doch trotz ihres Reichtums vergaß sie nie den Weg, den sie gegangen war.
Im Jahr 2011 verlor sie ihren Milliardärsstatus, da sie einen erheblichen Teil ihres Vermögens für wohltätige Zwecke spendete. Die Geschichte von J.K. Rowling ist eine Ode an die Beharrlichkeit. Sie lehrt uns, dass selbst in den dunkelsten Stunden der Lebensreise das Licht der Träume leuchtet. Möge diese Erzählung uns daran erinnern, dass jeder Tintenstrich des Lebens ein Kapitel formt und dass selbst in der verzweifeltsten Nacht ein neues Tageslicht geboren werden kann.